Hallo, herzlich willkommen, neue Ausgabe Roli backt und kocht. Heute der 5 Minuten Butterkuchen. Ihr seht schon, zuerst nehmen wir eine große Schüssel, geben hinein den Zucker und das Mehl, gefolgt vom Frischkäse. Und danach geben wir noch rein etwas hier Creme Fraiche. Habt ihr weder Creme Fraiche noch den Frischkäse zur Hand, könnt ihr auch komplett auf Schmand umsteigen. Ich mag das mit dem Frischkäseanteil aber ganz gerne, bringt noch ein bisschen extra Cremigkeit in unseren Kuchen. Als nächstes geben wir dann auch schon hier die Eier dazu, einfach mal mit hinein und als mehr oder weniger letzte Zutat hier noch das Backpulver, ein Päckchen. So, dann machen wir unseren Automaten hier zu und lassen das mal richtig schön verrühren. In der Zwischenzeit nehmen wir so eine Backform, ich nehme mir einfach eine große Auflaufform und mit einem Stück Butter wird die richtig schön ausgebuttert und dann kommt auch schon der Teig rein. So, da wirklich alles richtig schön rauskratzen und ja, das ist auch schon der Teig. Im Endeffekt habe ich euch einen 5 Minuten Kuchen versprochen, der in 5 Minuten zusammengerührt ist. Klappt ganz locker. Ein bisschen glatt streichen, ihr seht das Ganze hier und nach dem Glattstreichen jetzt geben wir auch schon die Mandelblättchen oben drauf, denn der kommt richtig gut mit diesen Mandelblättchen und da einfach, wie gesagt, oben drauf hier so richtig schön verstreuen. Die genauen Zutaten findet ihr wie immer unten alle in der Infobox. Wer sich also abschreiben möchte, einfach unten mal nachlesen. Da habt ihr dann alles passend zur Hand. Ja, den Kuchen, ihr seht es schon hier, bedecken wir richtig schön mit den Mandelblättchen. Da nicht sparsam sein, richtig schön drauf und auch die Ecken nicht vergessen. Das ist immer so ein bisschen, dass man die Ecken ein bisschen so übersieht, aber auch da sollten wir ausreichend Mandeln hin. Ist wichtig, deswegen nehmen wir uns da auch so viel Zeit. So. Hier schon der Rest und jetzt geht es weiter. Jetzt wird das Ganze nämlich nochmal mit etwas Zucker bestreut. Wie viel Zucker habe ich euch auch unten reingeschrieben. Wenn ihr da weniger nehmen wollt, auch gar kein Problem. Der karamellisiert jetzt dann aber so schön beim Backen und das gibt oben einfach so eine richtig herrliche Kruste an unserem Kuchen. Also auch hier einfach nochmal ein bisschen Zucker drüber. Könnt ihr ein bisschen mehr oder weniger nehmen. Macht für diesen Kuchen, wie gesagt, keinen Unterschied. Ab in den Ofen, 175 Grad, Umluftherd, 20 Minuten braucht das Ganze. Dann nehmen wir ihn zum ersten Mal raus. Und ihr seht schon, so richtig dunkel ist er noch gar nicht, aber er ist schon richtig schön aufgegangen mit dem Backpulver. Und jetzt habe ich hier die zerlassene Butter und mit einem kleinen Pinselchen, da nehmen wir uns jetzt auch Zeit für das Ganze. Und jetzt pinseln wir das nämlich vorsichtig hier schön mit der Butter ein. Der merkt ja schon, dass nicht der ganze Zucker karamellisiert ist und deswegen schiebt man mit dem Pinsel auch den Zucker so ein bisschen hin und her. Deswegen, kleiner Tipp, mehr so tupfen als streichen. Nehmt auch ruhig reichlich Butter, zieht nämlich auch richtig schön noch in den Kuchen ein und macht nachher einen super Geschmack. Und da habt ihr es kurz gesehen. Wenn euch das Video bisher gefallen hat, lasst vielleicht ein Like da und wenn ihr großzügig sein wollt, auch noch ein Abo. Dafür vielen Dank im Voraus. Mit den Buttern sind wir fertig. Das Ganze geht jetzt nochmal 4 bis 5 Minuten in den Herd. Mit Grillfunktion, wer keine Grillfunktion am Herd hat, kann auch einfach Oberhitze nehmen. Und dann, wenn das schön angebräunt ist, kommt der Kuchen auch schon wieder raus. So sieht er aus, wenn er fertig ist. Ein absolutes Gedicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's auch schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Roli.